Lieben, und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen, aber doch deutlich frischen, guten Morgen. Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig Lust habe, heute loszulegen. Es ist doch noch ganz schön frisch und wir sind endlich im Herbst angekommen. Das Wetter ist wirklich wunderschön, die Sonne scheint und auch unsere Wasserkraftanlage versorgt uns wieder mit ausreichend regenerativer Energie. Wir waren schon mal so bei über 10 kW, jetzt liegen wir wieder so bei knapp 3, aber das reicht vollkommen aus, um uns hier mit unserem Standort autark zu halten. Die Bienchen fliegen bei diesem schönen Wetter auch. Manchmal da ist der Herbst ja ziemlich verregnet und ziemlich matschig und ziemlich nass, aber dieses Jahr schaut selbst mal, das ist ein richtig goldener Oktober. Ja, beim letzten Mal, da haben wir ja uns die Scheibe vom Schlepper zerstört und was soll ich sagen, ich habe jetzt hier im Karton eine neue Scheibe, allerdings aus Makrolon, die wollte ich mir selbst bauen. Dank eurer Empfehlung und dann nochmal vielen Dank an der Stelle, habe ich aber auch im Internet für etwa 150 € eine neue Heckscheibe kaufen können. Die hatte 2 bis 3 Tage Lieferzeit und ratet mal, was noch nicht da ist. Jetzt habe ich natürlich hier einmal diese Makrolonplatte bestellt und dann nochmal die neue Heckscheibe, die hoffentlich in den Schlepper reinpasst. Da war eine Maßzeichnung dabei, aber die Maße waren, sage ich mal, ein bisschen interpretierbar. Also ich soll für meinen Schlepper sein. Ich muss mich darauf jetzt mal ein bisschen verlassen und hoffe, dass sie dann am Ende passt. Habe mich jetzt aber erstmal dagegen entschieden, die hier als Interimsscheibe einzubauen. Wäre eigentlich ganz schön, weil den Schlepper, den möchte ich natürlich jetzt nutzen, um bei uns am Haus weiterzumachen. Wir sanieren ja hier schon seit etwa 15 Jahren die historische Obermühle und ich hatte die letzten 15 Jahre hier bei uns auf dem Hof einen Kran stehen. Den haben wir aber jetzt im Sommer verkauft und ich bin auch ganz froh, immer noch ganz froh, dass er weg ist. Und dafür habe ich mir hier unseren Schlepper mit einem Heckstapler ausgerüstet. Die Idee ist einfach, dass wir das Baumaterial außen an der Fassade hochfahren können, da ich den Hausflur schon komplett saniert habe und auch schon einige Räume rund um den Hausflur komplett saniert habe. Ich aber oben noch in Räume rein muss und da auch ständig Baumaterial hochschaffen muss und keinen Bock habe, dass das durch den frisch sanierten Flur geschleppt werden muss. Daher habe ich mir gedacht, nehmen wir doch den Heckstapler. Ich meine, er hat natürlich noch mehr Vorteile als nur als Bauaufzug zu dienen, aber hier würde ich ihn ganz gerne als Bauaufzug nutzen und dafür wollen wir ihn heute auch einsetzen. Es soll nämlich heute hier bei uns an unserem zukünftigen Arbeitszimmer weitergehen. Da gibt es noch einiges zu tun. Hier muss der Feinputz dran und anschließend muss der ganze Raum gestrichen werden und dann habe ich hier noch eine ziemliche Senke im Fußboden drin. Das muss auch alles ausgeglichen werden. Auch wenn der Raum momentan noch ziemlich nach Baustelle aussieht, hat er schon sehr viel Vorarbeit erfahren. Das war, ja, sage ich mal, ein Teil des Hauses, der einsturzgefährdet war. Das war alles kaputt. Wir mussten anfangen, hier oben drüber den Dachstuhl reparieren. Ne? Natürlich Außenrämen und Draufschalung, also alles, was hier so quasi das Dach, die Decke bildet von dem Raum. Die alte historische Decke ausgebaut, wir haben die Deckenbalken ausgebaut. Wir haben uns auf dem Rückewagen neue Bäume hierher gefahren, da draußen auf dem Sägewerk geschnitten, zu Deckenbalken geschnitten. Ich habe es noch ein bisschen größer und üppiger gemacht als die schon drin waren. Sollen ja auch ein bisschen halten. Komplett neue Deckenbalken eingezogen. Dann haben wir uns neue Schalbretter für die Decken gesägt, Schalbretter in die Decken eingebaut, Lehmfüllung in die Decken eingebaut, dann nochmal 15 cm Dämmung in die Decken eingebaut. Das Ganze haben wir mit einem diffusionsoffenen Vlies oben im Dachbodenbereich versehen und da ist jetzt noch mal eine Bretterlage oben drüber gekommen. Lagere ich aber momentan auch Bauholz. Hier innen ist Wandheizung reingekommen, Dämmung reingekommen, Wandheizung reingekommen, neue Fenster sind drin. Die Wandheizung befindet sich hier in den Außenwänden rundherum und die Wandheizung ist dann wieder mit einem Lehmputz eingeputzt worden. Darauf kam dann noch mal ein Oberputz. Dann ist Gewebe eingeputzt worden und ich muss jetzt hier noch den Feinputz machen und dann können wir schon so ganz allmählich ans Streichen denken.
Ja, eine Vielzahl der Fenster verbergen sich jetzt hier hinter diesen Folien. Die habe ich angebracht, da die Fensterfabrik neu waren. So, das ein oder andere Fenster konnte ich leider nicht verpacken, weil ich auch mal lüften musste zwischendurch, beziehungsweise wie bei dem Baumaterial hochfahren. In den letzten Tagen habe ich hier diese Steckdosen nachgearbeitet. Da habe ich Putzausgleichsringe reingemacht. Das heißt, dass die Steckdose an sich, die jetzt ein bisschen tiefer im Lehm saß, bündig mit dem Oberputz abschließt, dann die Putzdeckel drauf gemacht. Das habe ich hier nahezu überall, da und da und da und naja, überall als vorbereitende Maßnahme gemacht. Wenn ich jetzt hier Feinputz mache, dann will ich hier durchgehen. Ich habe auch schon mal alles an Geraffel hier rausgeräumt aus dem Raum, was hier nicht reingehört. Habe drüben in einem Teil, der noch saniert werden muss, eine neue Baustelle, wo das ganze Werkzeug jetzt gelagert ist, eingerichtet. Und hier musste ich dann auch noch mal hergehen und ganz viel so, ja, sagen wir mal, so Restarbeiten machen. Restarbeit ist zum Beispiel hier so ein Fenstersturz. Der sah bis gestern noch sehr unansehnlich aus. Den habe ich jetzt schon mal so ein bisschen vorgeputzt, dass wenn ich mit Feinputz anfange, den Feinputz kann man nur wenige Millimeter auftragen. Das heißt also alles, was noch so ein bisschen mehr Substanz fordert und wo auch ein bisschen mehr Verband dann in dem Putzmaterial drin sein muss, das musste ich mit dem Unterputz noch anputzen. Und ja, da habe ich diesen Fenstersturz da hinten gemacht. Den Fenstersturz, den habe ich noch schön gemacht und den Fenstersturz, den habe ich auch noch überarbeitet. Ja, größere Themen sind dann noch die Tür, das kennt ihr ja schon, die muss ich ausbauen, die muss ich komplett sanieren. Hier habe ich jetzt noch einen Schornstein, der Schornstein, ja, da ist noch so eine Art alte Ölfarbe oder sowas dran. Der muss noch einmal komplett ein bisschen dieses lose Material runter, da kommt dann auch ein ganz normaler Feinputz drauf. Der Schornstein, der soll wieder einen Ofenanschluss bekommen, hier auf der Ecke, hier kommt so ein kleiner, ja, wie so ein kleiner Kanonenofen hin, soll eigentlich mehr so hauptsächlich dekorative Zwecke haben, wird aber auch angemeldet und angeschlossen. Hier in dem Bereich kommt so eine kleine Sitzecke hin, da hat meine Frau schon historische Möbel gekauft, die werden wir morgen mit dem Anhänger holen, aus Detmold. Und ja, dann hat man hier diesen Ofen, hier dann kombiniert mit so einer kleinen Sitzecke. Und der Rest vom Raum, der wird Arbeitszimmer. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir es machen. Ich hatte mir gedacht, jetzt hier so an der Fachwerkwand, hier kommen dann Bücherregale hin. Vor Kopf werde ich wahrscheinlich habe ich noch so einen, wo ich jetzt momentan dran arbeite, alten historischen Schreibtisch, den würden wir hier vor Kopf hinstellen. Und dann, ja, werden wir hier mal sehen, dass wir einen Drucker hinstellen, dass wir ein richtiges kleines Büro hier reinbauen, wo man richtig vernünftig arbeiten kann, wo es anständiges Licht gibt, wo die Arbeitsplatzergonomie auch stimmt, wo man all sein Zeug hinstellen kann, wo der Drucker-Scanner stehen kann, wo man das Papier, wo man ein paar Ablagen haben kann, also richtigen Arbeitsplatz bzw. 2 Arbeitsplätze einrichten. Und hier hatten wir uns überlegt, eventuell vielleicht nochmal so eine kleine Teeküche irgendwo hinzumachen, dass man sich, wenn man dann hier arbeitet, auch noch mal irgendwie einen Tee kochen kann. Und ja, ich hatte erst auch überlegt, ein Waschbecken mit Wasseranschluss zu machen. Dann habe ich mir aber gedacht, das ist wahrscheinlich übertrieben. Man hat ja diese Wasserkocher. Wir haben ja hier, wenn du aus dem Flur rausgehst, ist gleich ein Bad, da kannst du dir das voll machen, so ein Wasserkocher, und dann kannst du dir hier deinen Tee kochen und da brauchst du ja keinen ständigen Wasseranschluss mit Abfluss und sowas. Reicht ja, wenn man das wie so einen Teewagen hat, wo man das draufstellen kann und kann sich dann hier schön, wenn man am Arbeiten ist, schön Pfefferminztee oder so kochen oder halt auch Früchtetee, je nachdem, was man so mag. Die Fenster brauchen alle noch schöne Fensterbänke, da muss ich jetzt auch demnächst dran gehen. Und das, was wahrscheinlich am allermeisten Arbeiten machen wird, das ist hier diese Senke im Boden. Es ist ja ein altes historisches Haus. Hier auf der Giebelseite unten, da läuft die Mühle, da läuft ja jetzt auch wieder ein Wasserrad. Das ist eine Fachwerkwand, aber der Sockelbereich unten, der ist aus Ziegelstein gemauert. Das war wahrscheinlich früher nicht so. Man sieht, dass wahrscheinlich die Fachwerkwand mal bis ganz nach unten ging. Ja, Wasser und Fachwerk hat sich über die Zeit scheinbar nicht so richtig gut vertragen. Deswegen ist die ganze Giebelwand ein Stück abgesackt und dadurch kommen dann hier auch diese Senken im Boden. Das ist der einzige Teil vom Haus, der wirklich so eine dolle Senke hat.
Und ich habe mir erst gedacht, naja, willst du vielleicht mit der Schüttung machen? Habe da lange drüber nachgedacht. Gibt da auch so schöne auf Holz basierte Schüttungen, die dann irgendwie so mineralisch gebunden sind. Bin ich aber tatsächlich ein bisschen vom weg. Ich hatte mir letztes Sommer richtig viel Bauholz geschnitten. Das lagert alles hier oben auf unserem Dachboden. Da hatte ich das mit dem Kran hochgefahren. Da sind auch schöne Bohlen etc. dabei. Ich werde diese komplette Ditsche mit Holz ausgleichen. Das heißt, auf die Deckenbalken werde ich mir dann nochmal solche Ausgleichshölzer ziehen, werde die Hohlräume mit Holzweichfaser-Flexdämmung stopfen. Die Tragschicht vom Boden wird mit Rauschbund im Nut- und Federverfahren umgesetzt werden und oben auf die Rauschbunddielen kommt dann eine Massivholz-Eichendiele drauf, auch nochmal ca. 20 mm stark, und so hat man dann nachher einen kompletten Fußbodenaufbau von etwa 40 mm. Habe ich im restlichen Haus schon ganz ähnlich gemacht und sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das Schöne ist, die Eichendielen, wir haben ja Hunde, und die Eichendielen, die sind auch bei starker Beanspruchung, lassen die kein so ein Kratzerbild erscheinen. Das heißt also, wenn da Hunde drauf rumbatzen, dann hat man natürlich immer so, dass sie mit ihren Krallen da drauf auf dem Naturholzboden drauf rumlaufen, und wenn man jetzt eine Weichholzdiele hat, dann kriegt man ganz schnell von den Hundepfoten solche Kratzer da rein. Bei den Eichendielen, das Holz, das ist so hart, dass das quasi immun ist gegen Hunde- und Katzenkrallen. So, meine Idee war natürlich, um jetzt so ein bisschen an Aufwand und Wahnsinn zu sparen, habe ich mir gedacht, ich kann mir den Feinputz hier draußen mischen und kann mir dann hier mit meinem Bauaufzug, sprich Heckstapler, nach oben in die zweite Etage fahren. Den Lehm-Feinputz, den habe ich hier in Big Bags. Die kommen immer so mit 1,2 Tonnen bei uns hier an der Mühle an. Wir haben hier ordentlich Fläche, von daher lohnt sich das nicht als Sackware zu kaufen. Wir kaufen die hier im Big Bag. Zum Rühren habe ich hier einen Zwangsmischer mit so einem doppelten Quirl unten dran. Und um das Ganze aus dem Sack rauszugraben, habe ich hier meinen Spaten. Das hat sich bewährt. Eine normale Schippe, die ist da ein bisschen zu, ja, weiß ja auch nicht. Ein Spaten, der ist halt schon noch mal ein bisschen Ecke stabiler und hat oben einen schönen Griff dran. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ich mir hier diesen hydraulischen Oberlenker nachgerüstet habe und wie man sich damit eine Heckscheibe fetzen kann. Den hydraulischen Oberlenker, den habe ich nachgerüstet, um den Hubmast parallel zur Hauswand ausrichten zu können. Das hat einfach den Vorteil, dass ich da noch mal ein bisschen nachjustieren kann, denn was nützt mir der höchste Hubmast, wenn ich oben noch zu weit vom Haus entfernt bin? Und so kann ich mir die Entfernung zwischen Hubmast und Haus schön so einstellen, dass ich zum einen mit den Gabeln nicht an der Hauswand kratze und auf der anderen Seite aus dem Fenster dann doch noch die Palette erreichen kann. Ich habe die Gabel jetzt oben mit einer Kunststoffpalette ausgestattet. Das hat den Vorteil, erstmal so eine Kunststoffpalette, die ist ja nicht witterungsempfindlich, das heißt, die kann erstmal da verbleiben und das Wetter macht ihr nichts aus. Die ist nicht so rutschig wie eine Holzpalette und die hat so eine schöne Gitterstruktur, da kann das Wasser durch, aber oben kann ich irgendwelches Geraffel wie, keine Ahnung, Werkzeug etc. draufladen. Und es kann mir einfach nicht durch die breiten Lücken nach unten fallen, weil diese Kunststoffpalette doch relativ dicht ist. Ich werde mir jetzt den Lehmputz hier aus dem Big Bag rausholen, hier vor Ort anmischen und dann mit meinem Aufzug hoch in die zweite Etage fahren. Dann kann man da noch mal mit dem farbigen Anstrich drüber gehen, Akzente setzen, mit Schablonen, Bordüren etc. einarbeiten. Jetzt im Arbeitszimmer werden wir das wahrscheinlich eher ein bisschen schlichter gestalten, aber wenn es dann an Wohnzimmer geht, vielleicht auch noch mal die ein oder andere Schlafzimmergestaltung, da werden wir dann noch mal ein bisschen aus der Trickkiste schöpfen. Strom und Wasser hole ich mir hier aus dem historischen Müllraum. Ja, die Location ist vielleicht zum Filmen nicht so unbedingt die günstigste, denn wenn ihr es ein bisschen rauschen hört, dann ist dieser Kumpel dran schuld. Aber ich muss, um da oben dran zu kommen, jetzt hier mit dem Big Bag arbeiten, und das ist jetzt gerade die Situation, die hier auf der Baustelle vorherrscht. Von daher kann ich es momentan nicht ändern und hoffe, dass es vom Rauschen und vom Verstehen her einigermaßen funktioniert. Ich würde jetzt anfangen, mir meinen ersten Feinputz anzurühren, und dann probieren wir den Heckstapler aus und dann drückt mir mal die Daumen, dass alles so klappt, wie der Obi sich das vorstellt. Der Lehm-Feinputz hat im Gegensatz zu dem Unterputz sehr hohen Quarzsandeinteil. Das Schöne ist, den kann ich einsumpfen, den kann ich wirklich ein halbes Jahr stehen lassen, ohne dass der sich in irgendeiner Art verändert.
Denn so wie ich das sehe oder so wie ich das aus meiner Erfahrung beurteilen kann, hat er so gut wie überhaupt gar keinen organischen Anteil, im Gegensatz zu dem Unterputz. Von daher macht dem auch lange Einsumpfzeit überhaupt gar nichts aus. Den Feinputz hier in dem Speisfass, den habe ich vor 3 Monaten oder so angerührt, vielleicht vor 2 Monaten angerührt. Der stand jetzt lange draußen im Freien. Und ja, ich habe jetzt so ein bisschen die Blätter rausgelesen, die reingefallen sind. Aber wie ihr seht, man kann hier auch drin graben und ist nirgendwo verfärbt. Er hat immer noch genau den Zustand, den er von Anfang an hatte. Keine Fäulnisprozesse in Gang gekommen. Das ist wirklich noch ein einwandfreies Produkt. Ich mache jetzt hier nochmal 1, 2 Eimer Feinputz dazu, rühre mir das mit dem Quirl nochmal auf, damit das schön überall gleichmäßig durchgerührt ist. Dann packen wir den mit dem Heckstapler nach oben und dann kommt das Zeug hier an die Wand. Na, wer sagt's denn? Das klappt doch richtig gut. Jetzt kann ich mir hier am großen Speisfass meinen Eimer voll machen. Ja, kann mir das immer schön nachfüllen und das mit relativ wenig Aufwand und Wahnsinn in die 2. Etage transportiert. So hatte ich mir das vorgestellt. Den Heckaufzug bzw. den Heckstapler, den würde ich mir für Dielen, für Dämmmaterial, für alles Mögliche, auch wenn ich jetzt mit dem Rückbau von der Wand zum Beispiel anfange, dann kann ich mir hier einfach ein Big Bag drauf machen, dann packe ich den Lehm direkt rein. Und das Schöne ist, wenn ich es schon auf dem Heckstapler drauf habe, kann ich ihn runterlassen und kann es dahin fahren, wo ich es brauche. Also war echt eine super Investition. Für den Heckstapler habe ich, glaube ich, 1200 € bezahlt. Der war schon so weit vorbereitet, dass ich den direkt anbauen konnte. Ich brauchte ja jetzt nichts mehr schweißen. Meine macht auch Spaß, aber ich muss immer sehen, dass ich mich hier so ein bisschen auf das Kernprojekt konzentriere. Ich hätte auch gern so einen Hubmast selber umgebaut, aber so fertig gekauft, 1200 € angebaut. Dann kam der Oberlenker noch dazu und die Heckscheibe. Aber alles in allem war es eine sehr, sehr gute Investition und ist zu 100% aus dem Ertrag vom Baukran finanziert worden. Ja, ich würde jetzt erstmal hier mit der Fachwerkwand anfangen. Wird man hier so um die Ecke rum mich vorarbeiten und dann nach und nach einmal rundherum, bis ich die kompletten Außenwände von dem Raum fein verputzt habe. Und dann als allerletztes werde ich mich dann an meine Lieblingsarbeit machen. Ratet mal, was das ist. Genau, die Decke.
So ihr Lieben, jetzt bin ich einige Stunden dran. Habe die Wand fertig. Hier vorne die ersten beiden Facher, die musste ich zum Glück nicht machen. Die waren schon verputzt. Und ja, jetzt habe ich die Wand noch gemacht. Das Konzept mit meinem Lehmfass hier auf dem Gabelstapler hat sich bewährt. Ich musste nochmal Feinputz nachmachen. Das heißt, das ist jetzt der zweite Speiskübel, den ich verarbeitet habe. Ich habe den Feinputz jetzt immer fein aufgespachtelt und bin dann nochmal mit dem Quast hinterhergegangen, um hier so einen leichten Pinselstrich reinzubringen. Das gefällt mir gut und dieser leichte Pinselstrich, der kaschiert dann so gewisse Unebenheiten, die hier doch noch mal in der Mauer vorhanden sein können. Finde ich aber auch so, dass das ziemlich gut passt zum Fachwerk. Habe ich fast an allen Oberflächen so gemacht und man muss natürlich sehen, dass die Silikatfarbe, die ich hier aufbringe, auch noch mal, ja, das ist ja auch noch mal ein bisschen dickschichtig und das schlichtet dann auch noch mal und mit dem Untergrund und der Silikatfarbe bekommt man dann so ein feines Finish, wie uns das gut gefällt. Ja, was soll ich sagen? Hier gibt es noch eine Menge Flächen, die ich machen muss. Und ich freue mich aber auch schon drauf, mit dem Arbeitszimmer dann endlich hier reinzuziehen. Momentan ist das, was ich nutze, alles noch so ein bisschen provisorisch. Wie ihr vielleicht wisst, der eine oder andere weiß, meine Frau, die ist ja auch Lehrerin, die sitzt gerade unten mit einem Kollegen bei uns im Müllraum in der Küche und plant eine Unterrichtseinheit. Das soll dann später hier stattfinden. Hier soll eben eine schöne Arbeitsumgebung, wo man auch mit Kollegen sich zusammensetzen kann und schön arbeiten kann, entstehen. Wir freuen uns da schon ziemlich drauf. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich mich natürlich über ein Abo und Like freuen und auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Ich hatte ja tatsächlich gehofft, dass heute die Heckscheibe schon kommt und wir die zusammen einbauen können. So wie die Heckscheibe da ist, verspreche ich euch, nehme ich euch mit und dann machen wir ein schönes Schraubervideo. Ich gehe derweil noch mal hier an meine Lieblingsaufgabe, schön Wände verputzen. Denkt dran, ab morgen wird es wieder eine Stunde früher dunkel, was sehr zum Leidwesen von solchen Do-it-yourself-Häuslebauer, die das in ihrer Freizeit machen, ist. Tja. Da ist die Lichtzeit wieder vorbei, da muss ich mich ein bisschen umgewöhnen, da muss man sich natürlich dann auch wieder stark motivieren, abends, wenn es draußen stockfinster ist, doch noch irgendwie mal einen Kübel Lehmputz anzurühren, um hier weiterzumachen. Aber wenn man da erstmal so ein bisschen Tritt gefunden hat, dann geht es auch easier von der Hand. Jetzt wird es langsam Winter, jetzt wird es langsam kühler draußen. Ich hoffe, dass ich diese ganze Verputzerei noch fertig bekomme, solange es noch einigermaßen warm ist draußen, denn das Wasser, was ich hier reinbringe, das muss natürlich auch raus und das geht nur durch offene Fenster und eingeschaltete Wandheizung. Die wird das relativ schnell trocknen, aber nichtsdestotrotz, alles, was man nicht an Feuchtigkeit in der Bude hat, ist gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, passt auf euch auf, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.